Moin liebe Tischtennisfreunde, heute befinden wir uns in Essen in Nordrhein-Westfalen und der Grund dafür sitzt neben mir. Ja, mein Name ist Lukas Bosbach. Ich spiele hier beim DJK Franz-Sales-Haus in der Oberliga in Essen und in der Eredivisie in Holland, also erste Liga. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir heute hier machen. Lukas, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich. Lukas ist ein besonderer Spieler, denn er hat es geschafft, in den letzten 2 bis 3 Jahren nochmal einen extremen Leistungssprung zu machen. Und darüber will ich mit ihm reden im heutigen Video und ich habe ein paar Fragen vorbereitet und Lukas wird Rede und Antwort stehen. Vamos! Wann hast du mit Tischtennis angefangen? 2010, glaube ich, habe ich angefangen. Ich habe einen Ferienkurs gemacht im Tennis und im Tischtennis, so einfach Ferienfreizeit. Und dann hat meine Mama mich danach gefragt, jo, was findest du besser? Ich habe gesagt, ich gehe zum Tischtennis, weil ich war ein kleines, dickes Kind. Ja. Und dann muss ich mich nicht so viel bewegen, weißt du, habe mit Tischtennis angefangen und ich habe auch gemerkt, dass ich besser am Tischtennis bin als im Tennis. Wie oft hast du damals trainiert? Boah, weiß ich gar nicht. Ich sage einmal die Woche, maximal 2-mal. Die ersten 2 Jahre waren komplett verschenkt. Ja. Also, da habe ich auch safe mal ein Spiel abgesagt, weil ich Bock hatte, was mit meinen Kumpels zu machen. Ja. Und irgendwie, ich kann dir nicht erklären, wie das war, aber nach 2 Jahren habe ich gemerkt, ich kann doch schon ein bisschen spielen. Dann hat auch ein anderer Junge angefangen, der dann auch gut geworden ist und das hat sich so ein bisschen hochgezogen dann gegenseitig, weißt du. So ein Konkurrenzkampf so ein bisschen, das macht Spaß immer dann, ja. Ich war aber ein bisschen jünger als der und dann habe ich irgendwann angefangen, so mehr zu trainieren, 3-4 Mal, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Und dann wurde ich in den Stützpunkt eingeladen, damals beim WTTV. Er nicht, er hat dann aufgehört und dann bin ich so ein bisschen besser geworden. Warst du in deiner Jugend eigentlich in Nordrhein-Westfalen erfolgreich in den Meisterschaften? Konntest du für Nordrhein-Westfalen auch dann spielen? Ja, ich war, lass mich nicht lügen, 2-mal Westdeutscher Meister, einmal Westdeutscher Vizemeister in der Jugend. Stark. Habe auch Top 12 gespielt, DTDB Top 12 2020. Und ich war einmal Deutscher Mannschaftsmeister mit meiner Mannschaft. Hut ab. Und 3-mal Westdeutscher Mannschaftsmeister. Also wir haben schon ganz gut gespielt da auf westdeutscher Ebene. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie viele Punkte hast du denn aktuell? Wie viel TTR? So 2,250. 2,250 ist auch echt stark. Wie viele Punkte hattest du vor 4 Jahren? Knapp 2000. Okay. Würde ich sagen. Ja, dann hast du schon nochmal einen großen Schritt gemacht, ne, in den letzten 4 Jahren. Also, weil die Hürde ist schon nochmal, also ist nochmal was ganz anderes, wenn man 2000 Punkte hat und über 2200 und das Niveau dann zu halten. Genau, welches Material spielst du aktuell? Ist natürlich für unsere TT-Test-Follower interessant. Ja, ich spiele das Centeriac VCO heißt es, glaube ich. Von Andro, ne? Genau, das alles von Andro. Ja. Hier, Andro Vertrag. Konkaver Griff und rasanter R48 in Max auf beiden Seiten. Cool. Genau, jetzt kommen wir schon zu diesen Schlüsselfaktoren. Was ist in deinen Augen wirklich dieser Schlüsselfaktor gewesen, um nochmal den Sprung zu machen bis zu den 2250 Punkten, wo du ja aktuell stehst? Ja, ich sag mal, es sind natürlich mehrere Faktoren, das ist jetzt nicht nur eine Sache. Also ich habe abgenommen, ich habe sehr an meiner Fitness gearbeitet, ich habe dann auch mental viel gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe viel mehr trainiert. Ich habe wirklich irgendwann eine Zeit lang gesagt, ich mache auch ein Jahr nur Tischtennis. Habe dann viel in Bremen trainiert, bei Werder. Also wirklich nur gute Trainingspartner gehabt mit der ersten Ligamannschaft da. Du trainierst gerade regelmäßig, wie oft? 4 bis 5 Mal die Woche trainiere ich schon. War das bei dir auch nochmal ein Switch und auch nochmal so ein Schlüsselfaktor, dass du anders jetzt trainierst als früher? Also bewusster? Das habe ich bei mir zum Beispiel gemerkt. Wenn ich jetzt in die Halle gehe, dann möchte ich die Zeit so effektiv wie es geht nutzen. Dann will ich Übungen spielen, die mir was bringen. Wie gestaltest du da das Training? Mittlerweile auch, werden wir auch wahrscheinlich später nochmal zu kommen. Ja. Auch durch den Trainer. Das hatte ich damals schon mal, dass ein Trainer mich dabei begleitet hat. Und in der Zeit, wo ich das nicht hatte, merke ich, ich lasse ein bisschen schleifen. Also dann spiele ich halt viel Beinarbeit, weil ich weiß, okay, Vorhand ist immer gut, wenn das braucht man immer, Beinarbeit. Brauche ich immer. Aber eigentlich wäre mein Manko ist ja die Rückhand. Ich muss ein bisschen mehr Rückhand spielen. Ja. Ich habe zum Beispiel gesehen, du spielst ganz gut Rückhand. Ja, das macht mir Spaß. Also, ja, ich muss eigentlich ehrlich gesagt genau am anderen Problem arbeiten, dass ich mehr vorhandorientiert arbeite. Aber ja, die Rückhand bockt. Also für mich ist halt der Fokus gerade halt wirklich Rückhand viel zu machen. Ne? Und so Sachen wie Rückschlag. Also mein Aufschlag ist okay, der rutscht mir ab und zu ein bisschen lang raus, aber mein Rückschlag ist grauenhaft, wirklich. Okay. Du willst das sehen, ich schupfe nur und immer zu hoch. Oh, ich freue mich aufs Spiel. Ja, aber ich bringe dann die Bälle trotzdem zurück. Ja, also die 2250 Punkte kommen nicht von ohne. Stimmt. Und das Training und dass ich wirklich auch anders trainiert habe und nicht nur irgendwas gemacht habe und an meiner Fitness gearbeitet habe, würde ich sagen, waren die wichtigsten Faktoren. Und der Fitnessaspekt, da möchte ich jetzt noch mal ein bisschen vertieft drauf eingehen. Beim Fitness, hast du das Gefühl, dass du spezielle Übungen gemacht hast, die dich dann im Tischtennis weitergebracht haben oder bist du, ich sag mal allgemein, ins Gym gegangen? Ich bin am Anfang allgemein ins Gym gegangen. Ja. Hab einfach nur Körperfett reduziert, Muskulatur aufgebaut. Ist ja auch so ein Trugschluss von vielen Leuten, dass die glauben, wenn du Muskulatur aufbaust, wirst du langsamer. Das habe ich gemacht. Ich habe nicht irgendwie spezifisch nur Tischtennis trainiert.
Da wird man wahrscheinlich so dazu raten, Reaktivsprünge und sowas zu machen. Ist mal wahrscheinlich auch sinnvoll, habe ich aber selber nicht gemacht tatsächlich. Also es geht mit Sicherheit besser. Das will ich nicht sagen, dass ich das Optimum mache. Nee, ja. Aber das ist wahrscheinlich ein großer Faktor gewesen, dass du am Tisch noch stabiler stehst, agiler bist, deine Vorhand noch besser einsetzen kannst. Ne? Ich war früher total verletzungsanfällig. Ich hatte 4 Monate Knieprobleme und bin dann ausgefallen und so weiter. Ich habe mir mal beim Umknicken den Fuß gebrochen. Als ich dann fitter wurde, war ich nie wieder verletzt richtig. Also ich habe jetzt ein bisschen Knieprobleme, aber jetzt nichts Dramatisches. Ja. Wahrscheinlich muss die ganze Muskulatur, ne, beim bisschen mehr Gewicht auf den Rippen, muss die Muskulatur bzw. die Bänder und alles muss auch entsprechend mehr Last tragen. Natürlich. Und wenn du dann natürlich richtig trainierst, dann schonst du im Endeffekt auch wieder die Knochen, die Gelenke, weil die Bänder und die Muskeln drumherum das Gewicht besser abfangen. Ja, 3 Übungen, um im Tischtennis besser zu werden. 3 Fitnessübungen. Kann man das vielleicht so pauschal sagen? Und welche 3 würdest du vielleicht empfehlen für den, der jetzt ganz neu einsteigt ins Fitness? Ich würde nicht sagen, dass die nur für Tischtennis wichtig sind, sondern im Allgemeinen. Also im Endeffekt versuchst du ja, wenn ich jetzt eine Übung sage, würde ich was Falsches sagen zum Beispiel. Es ist gut, dass du 3 sagst. Ja. Weil wenn ich jetzt sage, trainiere nur, keine Ahnung, mach nur Bankdrücken, dann wäre es ja bescheuert, weil die werden ja total eine Disbalance haben, wenn die nur eine Muskelgruppe trainieren. Deswegen am besten wäre, wenn du alle Muskelgruppen trainierst. Und dann kann ich halt nur jetzt pauschal sagen, mach irgendeine Brustübung, mach irgendeine Rückenübung und irgendeine Beinübung. Das wäre wahrscheinlich das Sinnvollste. Aber am besten ist natürlich, wenn du alles trainierst. Ja. Ich würd vielleicht sagen, also gerade als Tischtennisspieler, wenn du jetzt nicht Bock hast, mega viel ins Gym zu gehen, kannst du mit Eigengewicht schon viel machen. Ne? Klar, wenn du Rücken trainieren willst, musst du halt irgendwas ziehen. Hilft eine Klimmzugstange, ist für viele auch eine schwere Übung, also das schafft nicht jeder. Aber Beine kannst du auch beispielsweise am Anfang mit Eigengewicht trainieren, wenn du es nie gemacht hast. Das sind Sachen, die helfen dir auf jeden Fall. Für Tischtennis auch relevant, diese ganze Rumpfmuskulatur, also dass du im Core stabil bist, weil du brauchst halt immer ein bisschen diese Hüftdrehung mit, das ist schon nicht so unwichtig. Das ist, glaube ich, generell bei vielen Spielern, wenn ich jetzt aus eigener Erfahrung ein bisschen sprechen kann, wenn ich einen Tipp gebe, Tischtennisspieler, dann ist es oft mehr Körper einsetzen. Ich sehe immer viele, die spielen den Vorhand-Topspin aus dem Arm, Rückhand alles nur aus dem Arm, aber es passiert eigentlich viel mehr hier im Oberkörper, als man denkt, und dafür sind die Übungen natürlich perfekt. Beim Abnehmen, du warst ja früher dann mal ein bisschen übergewichtig, hast du beim Abnehmen bestimmte Tipps neben dem Fitness, Stichwort Ernährung, worauf du da geachtet hast? Ich hatte einen Kumpel zu der Zeit, der mich begleitet hat beim Abnehmen. Der war Medizinstudent und der hat mir viel beigebracht, was das Thema angeht. Ich selber hatte gar keine Ahnung davon. Und ich dachte aber, ich weiß, was ich machen muss. Ne? Also im Prinzip sind es am Ende die Basics. Und wichtig ist, dass man die Basics kennt und versteht, wie Sättigung funktioniert. Und das verstehen die meisten schon nicht. Ja, okay. Das ist natürlich eine Sache, da muss man sich reinlesen. Wenn du jetzt sagen würdest, Ernährung und Fitness, kannst du irgendwie anteilig sagen, was ist wichtiger? Ich kann dir sagen, dass jeder Mensch ohne Fitness schaffen kann, abzunehmen. Ja. Das ist so. Ja. Also im Prinzip ist Ernährung alles, und wenn du sagst, du hast keinen Bock auf Fitness, dann lässt es halt sein und das funktioniert trotzdem. Ich würde Sport nicht zum Kalorienverbrennen und zum Abnehmen empfehlen, sondern einfach halt zum Muskelaufbau, Muskelerhalt ist das halt schon wichtig, weil ab dem 25. Lebensjahr, bist ja schon so alt mittlerweile. Ja, mittlerweile ist es soweit. Verlierst du im Schnitt jedes Jahr 1% Muskulatur. Ja, da musst du gegensteuern. Und die Leute, die es machen, haben eine bessere Gesundheit, eine bessere Fitness. Fühlen sich vielleicht auch am Tisch wohler? Wahrscheinlich. Sind dann schneller beim Umlaufen? Und das sind so Sachen, die sehen viele Leute nicht, und die sind halt der Vorteil vom Fitness. Und dabei geht es nicht darum, dass man jeden Tag zum Fitness gehen muss. Wenn du schaffst, 1 bis 2 Mal die Woche zu gehen, dann ist das definitiv sehr sinnvoll. Ist ja schon mehr, ne? Wenn man 1 bis 2 Mal die Woche hochrechnet. Allgemein, konstant ist da, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. 100%. Und wenn du jetzt sagen würdest, aktuell, was du aktuell brauchst, du hast schon ein bisschen erzählt, Rückhand solltest du ein bisschen verbessern, Rückschlag verbessern. Aber welche sind die 3 Übungen, die du heute trainieren wirst und warum? Also ich fange immer an, jetzt mittlerweile, ich spiele immer dieselben Übungen, dieselben 3, 4 Übungen. Ich fange an, ich spiele gleich Vorhand, Mitte, Rückhand, bis ich rumgehe. Also wenn ich jetzt 3 spiele, dann spiele ich 3, wenn ich 5 spiele, spiele ich 5, wenn ich 1 spiele, spiele ich 1, bis ich rumgehe, und danach blockst du den nächsten wieder in tiefe Vorhand. Das ist die erste Übung. Also für Beinarbeit, und dass ich auch ein bisschen Rückhand drin habe. Ja. Zweite Übung ist dann schon wirklich viel, dass ich aufschlage, Rückhand eröffne, Rückhand nachspiele. Danach folgen dann noch ein paar Bälle, das zeigen wir dann gleich im Video. Aber ja, dass ich wirklich auch da ein bisschen stabiler bleibe. Weil mein Fokus ist, wie gesagt, ich schwinge immer zur Seite weg. Du hast den Impuls nicht nach vorne dann. Genau. Ja. Und dann geht der Ball auch manchmal ein bisschen seitlich vom Tisch raus. Das will ich eigentlich vermeiden, indem ich ein bisschen mehr nach vorne gehe.
Die dritte Übung ist, glaube ich, wenn der Gegner aufschlägt, ich kurz lege und dann aus dem Tisch raus Rückhand eröffne. Ja, Solche Sachen. Eröffnest du Rückhand dann im Spiel auch? Also Nee, wird man ja deswegen dann sehen. trainiere ich's ja. Okay, sehr gut. Also das finde ich ist noch ein guter Tipp vielleicht von mir, was mir ein bisschen geholfen hat, jetzt stabiler zu werden. Wenn man Übungen trainiert, dann ist es das Tolle, wenn man es in den Übungen schafft, die Sachen anzuwenden. Aber die Königsdisziplin ist das, was man im Training übt, was im Training vielleicht auch ein bisschen klappt, dann aufs Spiel umzusetzen. Dass man das dann auch im Spiel aktiv einsetzt, da probiert, genau die Stellen zu üben. Wenn jetzt zum Beispiel ist, ich probiere einen besseren Flip oder einen Flip überhaupt zu spielen, dann bringt es nichts, wenn man die nächsten 7 Spiele immer noch den Ball immer reinschupft, sondern sich dann auch mal traut, weil erst dann, am Anfang wird man vielleicht ein paar Punkte verlieren, aber erst dann geht es wieder vielleicht bergauf, wenn dann der Flip sicherer ist und man dadurch das ganze Spiel verbessern kann. In welcher Liga spielst du aktuell? Das hast du, glaube ich, am Anfang gesagt. Genau, hier in Essen in der Oberliga, Ja. Vorderes Parkkreuz, und in Holland in der ersten Liga, also höchste Liga heißt Eredivisie da. Und ja, da spielst du ein ganz anderes System. Okay, aber dann hast du schon ein hohes Pensum, ne? 18 Spiele pro Halbserie. Viele Doppelspieltage. Ja. Würdest du sagen, wenn man jetzt vielleicht schon in die Richtung geht, ich möchte mich verbessern, dass das auch ein Teil der Schlüssel von deinem Erfolg war, dass du so viele Punktspiele gemacht hast? 100%. Also nicht nur das, weil das Ja. mit Holland ist ja zum Beispiel sehr neu. Aber ich sag mal, damals, ich habe jedes Turnier mitgenommen. Jeden Andro Cup heißt das bei uns in der Ja, Liga mitgenommen. ja. Und ich habe wirklich viel Spielpraxis gehabt und das war der Schlüssel, warum ich am Anfang besser geworden bin. Bis ich so 1900 Punkte hatte oder so. Also ich selber habe immer viele Turniere gespielt und spiele auch bis heute viele Turniere. Ja. Das macht mir auch 20.000 Mal mehr Spaß als nur ein Ligaspiel. Ja. Weil das Ligaspiel, du hast 2 Einzel, ein Doppel und dann ist das Ding durch. Ja. Und ich will halt mehr spielen. Und bei Turnieren spielst du oft gegen Leute oder gegen mehr Leute halt. Und dann hast du vielleicht gegen den einen oder anderen noch nie gespielt. Ja. Das ist für mich immer sehr geil. Aber es ist halt so, dass du ab einem gewissen Niveau nicht mehr irgendwie viele Turniere findest, wo du halt wirklich Konkurrenz hast. Also die meisten Turniere, wo ich mich anmelde, würde ich sehr, 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 sehr wahrscheinlich gewinnen. Und deswegen machen wir hier selber Turniere im Verein. Ja. Wir machen ein Turnier jedes Jahr. Damit haben wir letztes Jahr angefangen, beziehungsweise damals hieß das anders und das haben wir auch schon gemacht. So ein Einladungsturnier. Wir hatten beim ersten Mal wir Pongfinity hier. Also die waren Cool. hier. Cedric Meißen hat gespielt. Stark. Erste Bundesliga zur Zeit, Genau. ne? Ich hab mitgespielt, ein paar so auf meinem Level ungefähr. Viele Spieler aus der Umgebung. Dann haben wir das noch ein paar Mal gemacht mit wirklich guten Leuten. Und jetzt letztes Jahr haben wir gesagt, pass auf, wir machen das ein bisschen anders. Dieses Jahr am 24.08. glaube ich ist geplant wieder unser Hauptturnier. Ja. Da ist auch geplant, dass Pongfinity kommt. Ich weiß noch nicht zu 100%, aber das ist schon die Idee. Ja. Und noch viele Spieler hier aus der Region, ne, mit auch 2.300 Punkten und mehr. Die ein oder andere Alles Dame, die zusammen. auch sehr hoch spielt. Und wir machen es wahrscheinlich so, dass wir 24 Leute spielen lassen, 16 einladen. Jeweils 2 können sich bei 3 Turnieren qualifizieren. Dann machen wir es wahrscheinlich so, dass wir 2 Plätze verlosen. Das Cool. finde ich ganz geil. Das ist eigentlich ganz so Wildcard-mäßig. Genau. Ich glaube, das ist eine geile Sache. Höre ich so auch zum ersten Mal und da freue ich mich. Da freue ich mich dann teilnehmen zu dürfen bei der Qualifikation. Ran an die Buletten. Auf geht's.